So here we are again, and we had some questions to go through, so we can just start. Hier sind wir wieder zusammen mit einigen Fragen und fangen gleich damit an. The first one is, why do stories belong in the house of compassion and not in the house of wisdom? Die erste Frage ist, warum gehören Geschichten in das Haus des Mitgefühls und nicht in das Haus der Weisheit? So, the stories we tell about our own history, about the countries we live in, about when we met the Dharma, and so on. Also Geschichten wie zum Beispiel unsere eigene Lebensgeschichte, das Land, in dem wir leben oder wann wir dem Dharma begegnet sind oder solche Art von Geschichten. Relate in the first instance to us trying to have some compassion on ourselves, to establish an identity for us. Haben zuallererst etwas mit Mitgefühl uns selbst gegenüber zu tun, damit wir uns klar machen, welche Identität wir haben. And when we use stories to link to other people, to tell them about our feelings for them, and so on, these are all ways of reminding ourselves that we are already connected. Und wenn wir anderen Menschen über unsere Gefühle für sie erzählen oder solche Arten von Geschichten, dann erinnert uns das immer wieder daran, dass also wir rufen uns in Erinnerung, dass wir schon verbunden sind. From the dualistic relative truth position, it is as if we're trying to trying to build bridges of connectivity, pathways through which we can communicate. Von der relativen Wahrheit aus gesehen, also von dualistischer Art und Weise, ist es immer wieder, als würden wir Brücken bauen über den Dualismus hinaus. In the non-dual truth of our existence, everything is connected together because no phenomenon has any individual existence. In der nicht-dualen Sichtweise, also in der Wahrheit der Dinge, gehört alles sowieso schon zusammen, denn nichts hat abgetrennte Wesenheit für sich allein. So by opening to the ground, we experience the openness of the field, everything arising at once, including ourselves. Wenn wir die Offenheit des Urgrundes erleben, erleben wir die Offenheit des Feldes und dass alles schon in sich miteinander verbunden ist. And then our movement is a movement of connectivity within that field, because our body is always somewhere, our speech is directed to someone, and our mind is full of thoughts and sensations about something. Dann ist all die Bewegung, in der wir uns befinden, eine des Verbindens oder des Verbundenseins, denn unser Körper befindet sich immer irgendwo, unsere Gedanken sind voll von dem, was uns umgibt und das schafft immer Verbindung. But wisdom is silent. Wisdom doesn't tell any stories. Aber Weisheit dagegen ist schweigend. Weisheit erzählt überhaupt keine Geschichten. Wisdom is relaxing into opening to the fundamental or basic emptiness, which is the space of all appearance. Weisheit ist die grundlegende Offenheit, das Entspannen in diese Leerheit, die Grundlage ist für alles, was erscheint. Within this infinite silence, thoughts, feelings, sensations, memories, and so on arise as a movement which generates our sense of particular appearances. Und innerhalb dieses Schweigens, innerhalb dieses Ruhens erscheinen Gedanken, Gefühle als Bewegungen, die etwas darstellen, das aus dieser Bewegung das aus der Grundlage mit anderen verbunden ist. When we think and talk about situations, we are describing dreams. Wenn wir über Situationen nachdenken oder über sie reden, dann beschreiben wir Träume. As some of us have looked many times,
if I say I was born in Scotland, Und wie viele von uns das schon häufig betrachtet haben, wenn ich so etwas sage wie ich bin in Schottland geboren worden, that Scotland doesn't exist. dieses Schottland existiert nicht wirklich. The particular constellation of events and people and weather that constituted the Scotland of my youth has vanished. Die bestimmten Zusammenhänge oder das Zusammenkommen von Umständen, von Menschen, von Wetter, das ich in meiner Kindheit in Schottland erfahren habe, das gibt es nicht mehr. Even when I seemed to be inhabiting that particular world, it was slipping through my fingers. Und sogar als ich genau in dieser Welt lebte, war es, als rann es mir ständig durch die Finger. All phenomena are ungraspable. Alles, was erscheint, ist nicht greifbar. So stories are the means by which we generate the illusory sense of appearance. Also Geschichten sind die Methode, durch die wir die täuschende Idee der Erscheinung erschaffen. By maintaining the non-duality of wisdom and compassion, we can be present in these stories with the other people who inhabit the stories without taking it as strongly real. Indem wir in dem nicht-dualen Feld von Weisheit und Mitgefühl uns aufhalten, können wir gegenwärtig sein in diesen Geschichten mit anderen Menschen, die auch in diesen Geschichten eine Rolle spielen, ohne gleichzeitig das offene Feld der Leerheit zu verlassen. It's not that the Buddha comes out of some pure realm into this defiled, ordinary, truly existing realm of samsara. Es ist ja nicht so, dass der Buddha aus aus einer reinen Welt herauskommt und in diese verschmutzte Welt des Samsaras eintritt. But rather in the clarity of the Buddha's mind, when he sits in the Tushita Pure Land, the dimension that he entered into is a dream-like formation. Sondern stattdessen ist es so zu sehen, dass der Buddha, der sich im Tushita-Rheinland aufhält, in eine Art Traum eingetreten ist, in der alles erscheint. From the very beginning of time, nothing has happened. Vom Anfang an aller Zeit ist nichts geschehen. Or we could say nothing is the only thing which has ever happened. Oder man könnte sagen, nichts ist alles, was je geschehen ist. Well, as we can see, every moment of our lives, we are constructing forms which vanish by themselves. Und wie wir jeden Moment unseres Lebens beobachten können, schaffen wir Formen, die von allein wieder vergehen. When we awaken to the emptiness of these forms, we can relax our need to pretend that they are strongly real. Wenn wir dazu erwachen, dass diese Formen an sich leer sind, können wir uns entspannen in unserem Versuchen, sie zu greifen, als wären sie etwas Echtes und Wahres. So, stories help linking, which is the actual situation of all things arising together from the same ground. Also Geschichten helfen, mit dieser Verbindung zu schaffen. Und das ist die wirkliche Situation aller Dinge, die schon verbunden sind, wie sie aus dem Urgrund aufsteigen. So then the next question is, how do the visualization practices of Tantra relate to Dzogchen? Dann sind die nächste Frage ist, wie die Visualisationspraktiken des Tantra, welche Beziehung die zum Dzogchen haben. So this relates to what we just talked about. When you visualize something, you are imagining something. You are saying, I can imagine a male, female figure, peaceful, wrathful, naked, or with clothes and ornaments. Also das hat schon einen Bezug zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn man etwas visualisiert, dann stellt man sich etwas vor, dann engagiert man sich in dieser Rolle des Vorstellens, eine maskuline oder feminine Form,
die entweder zornvoll oder friedlich ist und die entweder nackt ist oder bestimmte Kleidung anhat. So the beings in other realms in samsara wouldn't be doing these kind of visualizations. Also die Wesen in anderen Bereichen von Samsara würden nicht diese Art von Visualisation machen. The tantric deities may be slightly strange looking beings, but they are basically like us. Also die tantrischen Gottheiten, die sehen vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber im Grunde sind sie uns doch sehr ähnlich. They manifest as a kind of alternative identity. Die erscheinen als eine Art alternativer Identität. Their function is to let us see that we are imagining who we think we are. Und die Funktion, die sie haben, ist, dass sie uns zeigen, dass wir uns vorstellen, wer wir zu sein glauben. And that the more rigid your pattern of thinking, the more you demand that your version of yourself should be taken as the truth. Und je fester oder rigider unser Denkmuster über uns selbst ist, umso mehr stellen wir uns vor, dass genau das, was wir denken, als Wahrheit von allen gesehen werden müsste. When we feel relaxed and free, we can play with different identities. Wenn wir uns entspannt fühlen und frei, dann können wir auch mit verschiedenen Identitäten spielen. You can dress up in party clothes, you can dress as a clown, you can dress as a businessman. Man kann sich für eine Party in Schale schmeißen, man kann sich als Clown anziehen oder verkleiden oder man kann sich als Geschäftsmann verkleiden. None of these formations is the total truth of my potential. Keiner dieser Formen oder Formationen ist die wirklich letztendliche Wahrheit meines Potenzials. The issue in terms of the ego self is that there seems to be some reliable, irreducible central point in who I am that I come back to. Der Punkt, worum es geht in diesem Ego selbst, ist, dass wir uns vorstellen, es gäbe irgendwie einen festen Kern oder einen Punkt, der nicht weiter gespalten werden kann und der uns ausmacht. So I go out into the world, into different social situations, and I behave differently according to circumstances. Also ich gehe ja in die Welt und in verschiedenen Gesellschaften oder sozialen Situationen verhalte ich mich je nachdem, was die Umgebung da will von mir. So we can all accept that we have a range of aspects to our personality. Deswegen können wir natürlich alle ganz klar sehen, dass wir so eine Spannbreite haben von Aspekten, die uns ausmachen, unserer Persönlichkeit. But it's as if this core sense of myself is something fixed. It's like the noun and these other aspects of occupation, relationships, family membership status are like adverbs and adjectives. Aber trotzdem stellen wir uns vor, dass dieser Kern des Selbst wie das Substantiv ist und dass all die Aspekte von dem, was wir machen und wie wir uns verhalten, wie Adverben oder Adjektive. So the purpose of visualization in Tantra is to dissolve this residual fixed reference point. Aber also der Grund, warum man in Tantra Visualisation macht, ist, um dieses fest aussehenden Kern, den aufzulösen. So you visualize the deity doing in a simple or complicated form, and then the deity dissolves into you, you into the deity, and then into emptiness. Also man stellt sich die Gottheit vor in einer bestimmten Form, die mag komplex oder einfach sein und dann verschmilzt sie mit uns oder wir verschmelzen mit der Gottheit und dann verschmelzen wir insgesamt in die Leerheit. Then we see that the ground of samsara and the ground of nirvana is the same, it's empty. There's nothing to hold on to.
Und dann sehen wir da oder können darin erkennen, dass der Urgrund von Samsara und der Urgrund von Nirvana beides leer ist. Es gibt nichts, was wir festhalten können. The ground is not a thing, and nothing which arises from the ground is a thing. Der Urgrund ist kein Ding und nichts, was aus dem Urgrund entsteht, ist ein Ding. So this understanding, when you experience it directly, is a very good way into the direct non-duality of Dzogchen. Also dieses Verständnis, wenn man es direkt erlebt und direkt versteht, ist eine ganz klare Eintrittsmöglichkeit in den Dzogchen selbst. Because in Dzogchen we talk a lot about the self-arising and self-vanishing or dissolving of thoughts and feelings and so on. Denn in Dzogchen reden wir ja viel darüber, dass Gedanken und Gefühle von selbst auftauchen und von selbst wieder vergehen. But we can still, you could do this many times, but still avoid the experience of the dissolving of this fundamental reference point of I, me, myself. Und das kann man viele Male machen und trotzdem kann man das irgendwie vermeiden, dass dieser Referenzpunkt von ich, mir oder mich dabei nicht richtig berührt wird. And if that is the case, then you remain inside a dualistic position of I, the observer, observing the coming and going of phenomena. Und wenn du da an diesem Punkt bleibst, dann bleibst du an dem Punkt, dass du der Beobachter bist, der zusieht, wie die Erscheinungen kommen und gehen. Awareness or Rigpa is not an observer. Gewahrsein oder Rigpa ist nicht ein Beobachter. The observing function is done by the dualistic consciousness. Das Beobachten ist Teil des dualistischen Bewusstseins. So it's vital that when we are observing the arising and vanishing, this means every subtle part of the field of experience, so that nothing, no trace of fixity or existence can carry on a pseudo-existence. Also wenn wir dies genauso erleben, das Auftauchen und das Vergehen, dann ist das ganz wichtig, dass jeder subtile Punkt dabei auch vergeht und nichts fest bleiben kann oder erhalten bleibt. So this links to the next question. How can we lose our sense of ourselves, our identification, by experiencing ourselves as Padmasambhava or a deity? Und das verbindet sich jetzt mit der nächsten Frage und die ist, wie kann ich das Gefühl für mich selbst dadurch loslassen oder verlieren, wenn ich mich selbst als Padmasambhava oder als eine Gottheit erlebe? Well, the key point here is that losing your sense, your familiar sense of yourself, is useful as a temporary experience in meditation. Also das Wichtige hier erstmal ist zu sagen, dass den Sinn für sich selbst, also das, was wir gewohnheitsmäßig uns selbst nennen, das loszulassen oder zu verlieren, ist gut als ein Zustand innerhalb der Meditation, also für etwas Zeit innerhalb der Meditation. So that you see that it is a illusory formation. Please, can you repeat that, please? Sorry, that was so that you can see that this sense of yourself, your self-identity, is an illusory formation. Und dadurch kann man dann sehen, dass eben dieser Sinn für uns selbst, dieses Gefühl für uns selbst eine Formation ist, die eine Täuschung ist. Because Padmasambhava is also an illusory formation. Und Padmasambhava ist auch eine Täuschung als Form. So we need to be able to come back to our familiar identity here. Wir müssen natürlich zu unserer gewohnheitsmäßigen Identität auch wieder zurückkommen. Unless you can truly dissolve every remnant of yourself into light,
you will have a residual location in this seemingly flesh and blood body. Also wenn man nicht sich selbst ganz in Licht loslassen oder verwandeln kann, dann sind wir geortet oder verortet in diesem Körper, der aus Fleisch und Blut besteht. And we need this body to function in the world, to work, to relate to people, to pay our taxes and so on. Und diesen Körper brauchen wir ja, um in der Welt zu sein, um Beziehungen zu haben zu Menschen, um unsere Steuern zu bezahlen, um uns zu bewegen und so weiter. Every aspect of being in the world with others, it arises as an illusion. Jeder Aspekt davon, in einer Welt mit anderen zusammen zu sein, taucht auf wie eine Illusion, wie eine Täuschung. Oh, you have to pay your taxes. Also zum Beispiel, man muss seine Steuern bezahlen. So you need to get money. Also muss man Geld haben. You get money according to the way people or institutions are willing to attribute a value per hour to what you do. Und Geld bekommt man auf die Art und Weise, je nachdem, auf welche Art und Weise unsere, also die Sachen, die wir tun von bestimmten Institutionen oder in anderen Körperschaften bewertet wird. Some people's work receives 10 euros an hour. Manche Leute verdienen 10 Euro die Stunde. Some get 100 euros an hour. Manche 100. This is a conventional system of attributing value. Das ist eine Konvention, durch das irgendwelche Wertigkeit zugeordnet wird. Due to society's notions of the greater importance of some kinds of work than others, there is a monetary value attached to them. Und weil die Gesellschaft denkt, dass manche Art von Arbeit wichtiger ist als andere, wird das durch Geld als Wert ausgedrückt. So you are paid what the relative conditions of the market allow. Also man kriegt das bezahlt, was der Markt uns vorschreibt, also was die Bedingungen des Marktes zeigen als Möglichkeit. There is nothing fixed or definite in this. Und da ist nichts Festes dran, nichts Definitives dran. So the more you look at your ordinary being in the world, you see that it is truly like a dream. Also je mehr man sich das ansieht, das Miteinander, was in der Welt geschieht, umso mehr kann man sehen, ja, das ist genau wie ein Traum. Our identity is composed of beliefs, what we believe about ourselves, what other people believe about us. Unsere Identität ist zusammengesetzt von Glaubenssätzen, was wir über uns selber glauben, was andere Menschen über uns glauben. So we don't want to lose our ordinary sense of self, but we want to thin it more and more until it's as fine as gossamer, as silk. Also wir wollen nicht unseren normalen Sinn für uns selbst verlieren, aber wir möchten den dünner machen, so dünn, dass er wie ein Schleier ist, wie Seide ist, ganz fein. And then, of course, when you experience that there is nothing to hold on to, then the process of sudden transformation in sickness or accidents or death is much easier to be with. Also wenn man dann sich klar ist, dass es eigentlich nichts gibt, an das man sich festhalten kann oder muss, dann sind so plötzliche Transformationen durch Krankheit oder auch durch Tod etwas viel leichteres. So the next question is, how does anger relate to the water element? Die nächste Frage ist, wie verhält sich Ärger oder Wut zum Wasserelement? How can it be transformed into mirror-like wisdom? Wie kann es in spiegelgleiche Weisheit umgewandelt werden? And how does it differ from the wisdom of dharmadhatu? Und wie ist das unterschiedlich zu der Weisheit des Dharmadhatu? So this immediately brings us to relative truth even in Dharma. Und das bringt uns jetzt sofort in die relative Wahrheit, sogar innerhalb des Dharma. Because
there are other ways of attributing these values in which anger is linked to fire, in the water element is linked to desire and attachment. Denn es gibt andere Auslegungen oder andere Erklärungen, in denen der Ärger mit dem Feuerelement verbunden ist und Wasser dagegen mit Begierde. It's so important to remember that all of these teachings are like a massage. Es ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass all diese Lehren so sind wie eine Massage. They're ways of softening your rigidity and your desire to know exactly how it is. Das sind alles Wege, Arten und Weisen, um unsere Rigidität etwas aufzuweichen und unseren Wunsch ganz genau zu wissen, wie es denn nun ist. So some Lama at some time had a vision in practice, and they wrote down a correlation that anger is linked to water. Also ein Lama hatte irgendwann einmal eine Vision in der Praxis und daraus folgend hat er dann aufgeschrieben, dass Ärger mit Wasser verbunden ist. Anger is linked to water for them, and because their students believe them, then their students believe also that is the correct correlation. Für die ist also Ärger oder Wut mit Wasser verbunden und weil die Schüler natürlich diesem Meister vertrauen, ist das auch für sie jetzt so richtig, dass Wut mit Wasser verbunden ist. And if you look at a lot of tantric practices, you'll see that they make many different kinds of links between these different appearances or categories. Und wenn du dir viele verschiedene tantrische Praktiken ansiehst, dann wirst du sehen, dass diese Art von Verbundenheiten, von Verbindungen auf viele Arten und Weisen verknüpft wird. So the second aspect is how can you see that anger is related to the mirror-like wisdom? Der zweite Teil der Frage war, wie kann man sehen, dass Wut, Ärger mit dem spiegelgleichen Weisheit verbunden ist? If you can think of someone you don't like, Wenn du an jemanden denkst, den du nicht magst, someone who makes you angry, jemand, der dich sauer macht, and you have feelings they are a bad person, und dann hast du vielleicht Gefühle, dass die eine schlechte Person sind, then we go back and read, oh, there are no persons. There are only 5 skandhas, 5 heaps of constituents. oh, dann erinnern wir uns daran, dass es ja keine Personen gibt, sondern es gibt nur 5 Skandhas, also die 5 Anhäufungen, die zusammengesetzt werden. Moreover, this terrible person I hate has friends. Und außerdem hat diese schreckliche Person, die ich hasse, hat ja Freunde. And they don't hate the person that I hate. Und die hassen ja nicht die Person, die ich hasse. So there is no inherent hateability in this object of my anger. Also da ist keine innerliche Hasswürdigkeit in diesem Objekt meiner Wut. So this person arises as a stimulus for my anger due to how I am in relation to how they are in this moment. Also diese Person erscheint als ein Stimulus für meinen Ärger in Beziehungen zwischen dem, wie ich bin und wie diese Person gerade ist. They irritate me, but they don't irritate everyone. Die ärgern mich, aber sie ärgern nicht alle anderen. So this irritation is at least 50% mine and probably a lot more. Also diesen Ärger, den ich empfinde, ist mindestens 50% mein eigener und wahrscheinlich sogar sehr viel mehr als 50. Then I see, oh, my anger arises like a reflection in the mirror. Und dann sehe ich, mein Ärger taucht auf wie eine Reflexion in einem Spiegel. There is an undeniable appearance. I feel angry. Da taucht etwas auf, das zweifellos da ist. Ich fühle mich ärgerlich.
And yet, the anger is a movement in my mind because it expands and contracts, heats up and cools down. Aber gleichzeitig ist halt dieser Ärger eine Bewegung in meinem Geist. Sie weitet sich auf oder zieht sich zusammen, sie wird heißer oder kälter. And my sense of the other person as horrible varies in intensity. Und die Art und Weise, wie ich die andere Person als schrecklich empfinde, hat nicht immer dieselbe Intensität. So I see, oh, this is like a scene in a drama in a dream. Oh, das kann ich mir dann jetzt so ansehen wie eine Szene in einem Schauspiel innerhalb eines Traumes. Both the constellation of I, me, myself in this moment and the constellation of the other are precise, like reflections in a mirror, and empty, like reflections in a mirror. Die Konstellation meiner selbst, wie auch die Konstellation der anderen Person sind sehr präzise, wie Objekte, die man innerhalb eines Spiegels oder Reflexionen, die man innerhalb eines Spiegels sehen kann. And the third aspect of the question was, how does this mirror-like wisdom differ from the wisdom of the dharmadhatu? Und der dritte Aspekt dieser Frage war, wie unterscheidet sich diese spiegelgleiche Weisheit von der Weisheit des Dharmadhatu? There is no real difference. These are ways of talking about that which we can't talk about. Es gibt nicht wirklich einen Unterschied, denn das sind alles nur Arten, über etwas zu reden, über das man eigentlich nicht reden kann. So many terms are used to describe how it is, but how it is only revealed in the silence of being present with our own mind. Also es gibt sehr viele Worte, die beschreiben sollen oder entblättern sollen, wie es ist, aber das ist wirklich, kann sich nur zeigen im Schweigen unseres eigenen Geistes. So the next question is how to release recurring karmic patterns such as fear and anxiety, which hinder the recognition of open presence. Die nächste Frage ist, wie kann man karmische Muster loslassen, wie zum Beispiel Furcht oder Besorgtheit, die dem im Wege stehen, dass wir Offenheit erleben können? The answer to this is with patience. Die Antwort darauf ist mit Geduld. Don't try to do anything. Versuch nicht irgendetwas zu tun. All phenomena are impermanent. Alle Erscheinungen sind unbeständig. When some pattern arises in your mind and you identify it as an obscuration, as a cause of trouble for yourself, Wenn ein Muster in deinem Geist auftaucht und du siehst das als Hindernis oder als Verdunkelung von etwas, als ein Muster deiner selbst, then you're attributing a particular power and potency to this constellation. dann schreibt man diesem Erscheinen eine gewisse Art von Macht zu. Some people say, yes, when I sit to practice and I relax, then anxiety arises. Also Leute sagen zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze, um zu meditieren und versuche mich zu entspannen, dann kommt ganz viel Besorgtheit auf. I want to be calm. I don't want to be anxious. Ich will nicht ängstlich oder besorgt sein, ich will ja ruhig sein. When you take this attitude, you create the problem for yourself. Wenn man das auf diese Art und Weise betrachtet, dann schafft man sich selbst ein Problem. The quality of open presence is that it has no bias or selectivity. Die Qualität offenen Gegenwärtigkeit ist, dass sie keine Vorurteile hat oder sich nichts auswählt. As with reflections in a mirror, the mirror is not touched by ugly images, and the mind is not affected by fear or anxiety. Genau wie es ist mit Spiegelungen innerhalb eines Spiegels. Es macht nichts aus, ob da etwas sehr Hässliches in dem Spiegel sich zeigt. Und genauso
ist auch das mit dem Geist, dass es nichts macht, was da auftaucht. It's our ego self which is affected by these Also der moods Spiegel, and feelings. Yeah. der Spiegel wird nicht davon berührt. Das ist unser Ego selbst, was davon berührt wird und beeinflusst wird. So we relax in the out breath and we're patient. And if we're truly patient, both the fear and anxiety will dissolve, and this tight holding of an ego self will also start to dissolve. Also wir entspannen uns immer innerhalb des Ausatmens und wir sind geduldig. Und wenn wir geduldig sind, dann werden wir sehen, dass diese Furcht und Ängstlichkeit sich auflöst und auch das Festhalten an diesem Ego selbst wird auch sich auflösen. The fuel of the ego is belief. Das Benzin, der Brennstoff des Ego ist Glauben. Things seem to be real and important when you believe in them. Dinge scheinen wichtig zu sein und echt zu sein, wenn man an sie glaubt. Because your life energy is being poured into this image. Denn die Energie deines Lebens wird in dieses Bild hineingegossen. If you don't leak, if you don't release prana or life energy into whatever is arising in the mind, it will remain thin and dissolve easily. Wenn man da nicht Prana oder Energie reinschüttet oder reinleckt, dann wird es wieder ganz dünn bleiben und dann wird es sich auflösen, so wie es gekommen ist. So if you believe that fear and anxiety and self-doubt and self-hatred are obstacles to awakening, Also wenn man daran glaubt, dass Furcht oder Besorgtheit oder Hass sich selbst gegenüber oder Zweifel sich selbst gegenüber wirkliche Hindernisse zum Erwachen sind, they will gain the power to function as obstacles through absorbing your belief in them. dann werden die Macht erhalten und greifen können, wirklich Hindernisse zu sein, weil du daran glaubst, dass sie welche sind. Well, the basic meditation instruction, as many of you know very well, is don't pull things, pull aspects of the field of emergence towards you and don't push other aspects away. Also wie viele von euch ja wissen, ist die hauptsächliche Anweisung für die Praxis ist, nicht die Aspekte des Feldes zu sich hinzuziehen, als zu mir gehörig und nicht andere auch wegzuschieben. So if anxiety arises, Also wenn Ängstlichkeit oder Besorgtheit auftaucht, you sit with the anxiety. dann sitz einfach mit dieser Besorgtheit. Now, the problem that might arise at that point is that you believe that your mind should be bright and shining. Und das Problem, was vielleicht dann auftaucht, ist, dass wir eigentlich einen Glauben haben, dass unser Geist hell und klar sein sollte. And this anxiety doesn't feel bright and shining. Und diese Besorgtheit fühlt sich weder hell noch leuchtend an. It shouldn't be here. Also es sollte einfach nicht da sein. I have to get rid of it. Ich muss das jetzt loswerden. But the very belief that I have to get rid of it somehow gives it the energy to stay. Aber der Glaube an sich, dass ich das jetzt loswerden muss, gibt ihm die Energie zu bleiben. We have to remember there is an absence of inherent existence in all phenomena. Deswegen müssen wir uns daran erinnern, dass alles, was auftaucht, keine innewohnende Essenz hat. The anxiety is a energetic manifestation with no inherent defining truth to itself. Besorgtheit ist also eine Manifestation, etwas, das auftaucht, was keine inhärente, ihr innewohnende Existenz hat, keine Wahrheit. If you leave it alone, it will dissolve. Wenn du es einfach sein lässt, wie es ist, dann wird es sich auflösen. And if you react against it, you will feed it with more energy.
Und wenn du dich irgendwie dagegen wehrst, dann fütterst du es mit Energie. So we don't have to do anything to release the phenomena which are in the mind, except leave them alone. Also wir müssen gar nichts tun, um die Erscheinungen in unserem Geiste loszulassen, außer dass wir sie einfach in Ruhe lassen. The ego self is not in charge. Das Ego selbst ist nicht der Boss. The ego self is an imposter. Das Ego selbst täuscht vor, in dieser Stellung zu sein. Believing in the truth of the imposter is the main obscuration to the radiant openness of your own mind. Und dem zu glauben, dass dem diese vorgetäuschte Stellung zu glauben, dem Ego, ist das eigentliche Hindernis, das wir haben, um nicht den klaren Geist einfach wahrzunehmen. So the next question is how to discern a thought as it arises rather than suddenly finding oneself lost in the thought or carried away by it. Die nächste Frage ist, wie kann man einen Gedanken spüren oder wahrnehmen in dem Moment, wo er auftaucht, statt sich schon in den Gedanken verwickelt oder vom Gedanken fortgetragen wiederzufinden. Oh, the key thing here is to, at the beginning of the practice, open yourself to the state of Rigpa, the inseparability of awareness and emptiness. Also der Schlüssel hierbei ist, sich direkt am Anfang der Praxis für Rigpa zu öffnen, das heißt der Untrennbarkeit von Gewahrsein und Leerheit. Awareness is inseparable from the space of the mind. Gewahrsein ist nicht zu trennen von dem Raum des Geistes. It's what we call the self-lucidity or the illuminating capacity of that space. Das ist, was wir die Helligkeit des Selbst nennen, also das, was das Selbst zum Leuchten bringt. So when you get filled by a thought or carried away by it, the one who this is happening to is your ego self. Also wenn man von einem Gedanken sich erfüllt fühlt oder davon fortgetragen wird, das passiert dem Ego selbst. You're wandering in something and then suddenly you realize, oh, I should be meditating. Man wandert irgendwie damit wohin und dann merkt man, oh, ja, eigentlich wollte ich ja meditieren. The receptivity of the ego self is like a container or a holder. Die Rezeptivität, also die Aufnahmefähigkeit des Ego selbst, ist wie ein Behältnis, ein Behältnis von einer gewissen Größe. And it holds the thought by seemingly merging into it. Und es hält den Gedanken dadurch, dass was mit ihm verschmilzt. So, I am sad, or I am thinking, or I am feeling. Also ich bin traurig oder ich denke oder ich fühle. But this whole phrase, I am feeling this, is something arising in the mind. Aber dieser ganze Spruch oder dieser Gedanke, ich fühle dieses, ist etwas, das im Geist auftaucht. This is an arising pattern which then vanishes. Das ist ein Muster, was auftaucht, um dann wieder zu verschwinden. So, ease ourselves out of the ego's search for identity, for a place of belonging. Also, dass uns aus dieser Sucht oder Suche nach einer Zugehörigkeit, die das Ego selbst darin hat, und daraus uns herausgleiten zu lassen. We experience the mind as inseparable from space, which is that awareness of the dharmadhatu. Erleben wir den Geist als nicht zu trennen vom Raum, und das ist
die Weisheit des Dharmadhatu. then you won't find yourself merging in what is arising. Dann wird man nicht damit verschmelzen mit dem, was auftaucht. Then there are two secondary questions here. The first is it merely a problem for beginners? Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Fragen hier. Die erste ist das einfach nur eine Frage für Anfänger? Yes. Ja. And secondly, is there a recommended technique to overcome this? Und das zweite ist, gibt es da Empfehlungen, wie man das überwinden kann? There are many, many methods which help. Es gibt viele, viele Methoden, die helfen. In the pure or in the approach of purist Dzogchen, you don't apply any method. Im reinen Dzogchen werden keinerlei Methoden angewendet. And you rely on the truth of the self-liberation of all phenomena. Und man verlässt sich einfach auf die Wahrheit, dass alle Erscheinungen sich von selbst befreien. But you can also practice the 21 Semsin, Aber man kann auch die 21 Sensen üben, which are ways of giving yourself an intense experience of an energetic formation. und das sind Arten und Weisen, wie man sich selbst eine intensive Erfahrung einer energetischen Formation geben kann. And then it stops. Und dann hört es auf. Now you're not in it. Und jetzt bist du nicht mehr da drin. You were in it, Du warst da drin and then you're not in it. und dann bist du nicht da drin. And the more you practice it, the more you see that you can be spacious and in it. Und je mehr man die übt, umso mehr kann man auch sehen, dass man sich raumhaft empfinden kann und gleichzeitig da drin sein kann. Rather than being merged in what is arising, Statt damit mit dem, was auftaucht, verschmolzen zu sein. you offer spacious hospitality to what is arising. Stattdessen bietet man eine raumhafte Gastfreundschaft dem an, was auftaucht. Because in Dzogchen, we are always concerned with space and the energetic manifestation in it, light and sound and so on. Denn in Dzogchen geht es immer um Raum und die energetischen Manifestationen, die darin auftauchen, wie zum Beispiel Licht oder Klang. In Tantra, we are concerned with the nature of appearance. Im Tantra dagegen geht es um die Natur des Erscheinenden. So, Tantra is about transformation. In Tantra geht es um Transformation. I recognize when I'm sitting that I have a tendency to fall into and merge with thoughts. Ich bemerke, dass wenn ich sitze, habe ich eine Tendenz, mit Gedanken zu verschmelzen oder da reinzufallen. And I seem to be carried away. Und es scheint so, als würde ich davon weggetragen. So the method of Tantra directly deals with this. Also die Methode von Tantra spricht das direkt an. You imagine Padmasambhava, Tara, whoever in front of you. Man stellt sich Padmasambhava oder Tara oder wen auch immer vor sich vor. And with a great deal of devotion, reciting some prayers or mantras, you're saying from your heart, I want to merge with you. Und mit sehr viel Hingabe sagt man einige Gebete oder Mantras und sagt dann, ich möchte mit dir verschmelzen. So, in a state of present awareness, I'm going to merge into this form of the deity. Also in einem Zustand von Gegenwärtigkeit und offener Klarheit werde ich mich mit dieser Gottheit verschmelzen. And then in your fusion, you dissolve into a ball of light which vanishes into space. Und dann verschmilzt man zusammen in einen Ball des Lichts, der sich im Raum auflöst. And then there is just emptiness. Und dann ist da einfach nur Leerheit. So according to the tradition, this is what we experience at death.
Also die Tradition sagt, dass das ist, was wir zum Todeszeitpunkt erleben. when all the familiar reference points of our existence vanish and the mind is simply inseparable from space. Wenn all die gewohnheitsmäßigen Referenzpunkte, die wir im Leben feststellen und erleben, wenn die verschwinden, dann ist der Geist, verschmilzt er einfach mit dem Raum. So if you have become familiar with being inseparable from space, you stay relaxed and open at that point. Also wenn du das schon gewohnt bist, dass du untrennbar vom Raum bist, dann kannst du in diesem Zeitpunkt des Todes entspannt und offen sein. If not, you're carried away by a stream of experiences which arise. Und wenn nicht, dann wird man von einem Strom von Erlebnissen, Erfahrungen, die auftauchen, weggetragen. So going back to the question, Aber jetzt zur Frage zurück. if you've been practicing tantra, Also wenn man Tantra geübt hat, when the thought arises and you merge into it, wenn der Gedanke auftaucht und man damit verschmilzt, you're in a fusional state. dann bist du in einem verschmolzenen Zustand. And when that fusion dissolves, Und wenn diese Verschmelzung sich auflöst, there is a moment of nothing. dann ist da ein Moment von nichts. This is the ground of awareness. Und das ist der Urgrund des Gewahrseins. If you can stay present in that, then the next thought which arises is arising manifestly from the ground of awareness. Und wenn man darin präsent bleiben kann, dann taucht offensichtlich der nächste Gedanke, der auftaucht, von dem Urgrund des Gewahrseins auf. And in that way, the thoughts, feelings, memories, and so on, which were acting as an obscuration, are revealed as the clarity of the mind. Und auf diese Art und Weise sind Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen, die vorher als Verdunkelung erschienen, als Ablenkung, werden gezeigt als die Klarheit des Geistes. So in the course of a day, when you are in different situations with different people, Also während des Tages, wenn man sich während des Tages mit verschiedenen Personen in verschiedenen Situationen befindet, stay relaxed, whatever is happening. Dann entspannen, was auch immer geschieht. And try to be present with the transition of your manifest presence as it emerges according to circumstances. Und versuch darin gegenwärtig zu sein, wenn sich deine Gegenwärtigkeit manifestiert, je nach den Umständen. So if you're traveling to work on a bus, Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit fährt and the bus suddenly has to stop because some car has gone in front, und der Bus muss anhalten ganz plötzlich, weil da ein Auto vorgefahren ist and your body's thrown about a little, und dein Körper wird ein bisschen hin und her geworfen, then you see, oh, some shock arises. dann sieht man, oh, da kriegt man einen Schock plötzlich. Rather than conceptualizing, oh, that I'm scared or that was dangerous, Und statt jetzt in Vorstellungen oder Ideen abzudriften, oh, jetzt habe ich Angst oder das war gefährlich, and you see, I'm full of this, spüre, ich bin voll von diesem jetzt and then not, and then full, and then not. und dann wieder voll und dann wieder nicht und dann immer wieder. So in the tradition, they call this dangwa, which is like the crystal ball, which is put, if you put it on red cloth, it looks a bit red. You put it on blue cloth, it looks a bit blue. Also in der Tradition wird das Dangwa genannt. Das ist wie ein Kristall, den, wenn man auf den roten Stoff legt, dann sieht er rot aus. Wenn man auf blauen Stoff legt, sieht er blau aus. It appears as if the crystal ball has taken on that color. Es sieht so aus, als hätte der Kristall wirklich diese Farbe aufgenommen. But in fact, it is the translucence of the crystal ball which allows the color to appear as if it is in the crystal ball. Aber es ist tatsächlich ist das die Durchsichtigkeit des Kristalls,
die das ermöglicht, dass die Farbe durch ihn durchscheint. In the same way, when the bus shakes and you're suddenly full of this shock, Und, you're able to fill with shock because you're empty. und genau so ist es, wenn der Bus da plötzlich bremsen muss und man ist voll von Schock, dann kann man nur voll sein von Schock, weil man ja leer ist. Then maybe you turn and you look at someone else and they're shocked and you both laugh. Oh, wow, strange. Und dann dreht man sich vielleicht um und sieht jemand anders, der ist auch voll von Schock und dann lacht ihr beide und denkt, oh, das war ja komisch jetzt. And then something else, and then something else. Und dann was anderes und dann was anderes. So moment by moment through the day, you are filled with this and then not, filled with this and then not. Also von Moment zu Moment gehst du durch den Tag und dann bist du mit diesem gefüllt und dann wieder nicht und dann mit jenem und dann wieder nicht. If you stay with this, you see directly, I can only be filled with all of these different experiences because I'm not a fixed thing. Und wenn man das ganz direkt erlebt, dann kann man genau mitkriegen, dass ich nur von all diesen unterschiedlichen Sachen gefüllt werden kann, weil in mir nichts Festes ist. Moreover, the shift in the environment shifts me. Und genauso ist man hat eine unterschiedliche Umgebung und dann bin ich das. Sorry. This is the non-duality of self and other, or self and environment. Und das ist die Nicht-Dualität von uns selbst und der Umgebung. So und anderen. don't try to rigidly hold yourself apart. Also versuch nicht, dich jetzt ganz verkrampft davon getrennt zu halten. But stay relaxed and pliable and allow these various experiences to flow through you. Sondern bleib ganz weich und formbar und lass diese ganzen Erfahrungen durch dich durchfließen. If you do that, then because you are not blocking the arising in its coming, you don't block it as it goes. Und wenn du das tust, weil du ja das, was auftaucht, nicht im Kommen blockierst, blockierst du es auch nicht, wenn es wieder geht. Okay. Then the next question, how to spread the truth of dharma, for example, impermanence and karma, when obscurations are everywhere and emotions like anger are intense. Die nächste Frage ist, wie kann man die Wahrheit des Dharma verbreiten? Also zum Beispiel Unbeständigkeit, wenn überall um uns herum lauter Verblendungen sind und die Emotionen so intensiv sind. So, why would you want to spread the truth of dharma? Warum willst du die Wahrheit des Dharma verbreiten? Do you want to be born as a Mormon in your next life? Möchtest du das nächste Leben gerne als Mormone wiederkommen? Generally speaking, Buddhism is not a missionary religion. Allgemein gesagt ist Buddhismus keine missionarische Religion. Due to causes and conditions, karma ripens in us and we find a certain interest or openness to the Dharma. Wegen bestimmter Bedingungen reift das Karma in uns und wir finden, dass wir eine gewisse Offenheit dem Dharma gegenüber haben. But if you did, for example, if you did want to give some flavor of a Dharma understanding to people who had no conscious interest in it, Aber wenn man jetzt vielleicht doch einen Geschmack von Dharma oder einem dharmischen Verstehen Menschen vermitteln möchte, die kein Verständnis dafür haben, then you can, if you're in conversation with people and you're talking about climate change or the spread of the pandemic, dann kann man mit Menschen, wenn man in einer Unterhaltung sich befindet und vielleicht etwas sagt über den Klimawandel oder über die Pandemie,
And you can just observe with them that some countries get a lot of the vaccine and other countries don't get any. Dann kann man zum Beispiel vielleicht, wenn man sich unterhält, sagen, dass einige Länder viel von dem Impfstoff bekommen und manche überhaupt keinen. And like in Britain, where we've had a lot of the vaccine, the Prime Minister is very proud. Und das jetzt zum Beispiel in Großbritannien, wo wir viel von dem Impfstoff hatten, ist der Prime Minister ist sehr stolz. We have achieved the great and wonderful quality of selfishness. Wir haben die große, wunderbare Qualität der der Eigensinnigkeit verwirklicht. Me first. Wir selbst zuerst. I am best. Ich bin das Beste. I am entitled. Das steht mir zu. So this is obvious. You can see it, not hidden. Das ist nicht versteckt. Das kann man ganz klar sehen. And this has been happening in every culture for hundreds and thousands of years. Und das ist in jeder Kultur, hat sich das wiederholt für hunderttausende Jahre. And we can see that if one group go up and get special resources, other groups go down and have less resources. Und man kann sehen, dass wenn eine Gruppe erhoben wird und bestimmte Quellen für etwas hat, dann geht eine andere Gruppe runter und hat weniger davon, was nötig ist. Then we can try to unpack the story of we are good people because we have done so well. Und dann kann man sich diese Geschichte mal genauer ansehen, diese Geschichte, die so geht, ist, oh, wir sind ja tolle Leute, weil wir so das viel erreicht haben. For example, in Britain now there is some discussion about our historical involvement in slavery. Zum Beispiel gibt es jetzt in Großbritannien Diskussionen über die historische Verwicklung mit dem Sklaventum. And at one stage, people believed that slavery was very good because it brought money into the country. Und vor vielen Jahren gab es die Auffassung, dass Sklaverei was sehr Gutes ist, weil dadurch ja Geld ins Land kam. So they believed good for us. Dachten die, ja, für uns ist das doch gut. The focus of our concern is us. Also es geht ja eigentlich nur um uns. Good for us, and we don't care about the other. Gut für uns und was gehen uns die anderen? So there you can see when you have a belief in duality and you have a polarization of self and other, then it seems obvious that if self is victorious and the other is defeated, then this is wonderful. Also da kann man natürlich sehen, wenn man so eine dualistische Trennung hat in Selbst und andere, dann ist in diesem Falle, wenn man selbst erhoben ist und die anderen werden verdrängt, dann ist das doch was Tolles. So once you bring these two polarities together, also wenn man diese Polaritäten dann aber doch zusammenbringt, if my victory is inseparable from your defeat, dass mein Sieg nicht zu trennen ist davon, dass du besiegt wurdest, then your defeat has to be brought into our national story. Dann muss dein verloren haben, dein besiegt worden, auch Teil werden unserer nationalen Geschichte. Our happiness Unser Glück is now on the same plate as your suffering. auf dem gleichen Teller wie dein Leid. And then my happiness is not so tasty. Und dann schmeckt mein Glück plötzlich nicht mehr so gut. So there's this famous story from Engels describing industrialization in Manchester. Und dann gibt es eine ganz berühmte Geschichte von Engels, der die Industrialisierung in Manchester beschrieben hat. A big town in England. Und das ist eine Stadt in England. And he described how the rich people, the factory owners, built their houses out in the country and then built a special train line that would allow their wives and daughters to go into Manchester to do their shopping without having to look on the houses of the poor people. Und das ist so, dass die Besitzer der
der Firmen ihre großen Häuser draußen auf dem Land gebaut haben und dann haben sie eine eine Zuglinie angebaut, wo die Frauen dann in die Stadt gehen könnten, ohne dass sie die Häuser der armen Leute sich angucken müssten. It would spoil my day to have to see all these poor beggars in the street. Das wird doch, also da wird mir ganz übel, man würde ja meinen Tag ganz schlecht machen, wenn ich mir diese ganzen Bettler anschauen müsste. I want to enjoy shopping for shoes, but if there are children with no shoes, it makes me feel bad. Ja, ich möchte ja, dass ich Spaß haben, wenn ich meine Schuhe einkaufe. Aber wenn ich da Bettlerkinder sehe, die keine Schuhe haben, dann geht es mir nicht so gut. So please remove the children. Also weg, weg, weg mit den Kindern. No, this kind of dualistic splitting is everywhere. Also diese Art von dualistischen Spaltung ist überall. In that way, ordinary life demonstrates the truth of the Buddha's teaching. Und auf diese Art und Weise ist das ganz normale Leben zeigt uns die Wahrheit der buddhistischen Lehre. But there's a second part to this question, which is very important. Aber da ist noch ein zweiter Teil, der wichtig ist in dieser Frage. Which is how to engage with this without being over aroused or cutting off. Und die Frage ist, wie kann man darin engagiert sein, also da was machen, ohne dass man da zu feurig oder eingesetzt wird oder ohne sich abzutrennen von dem, was ist. When we look at the cruelty and selfishness in the world, wenn wir uns die Grausamkeit und die Selbstbezogenheit in der Welt ansehen, it can arouse strong emotions in us. Das kann ganz starke Gefühle in uns erwecken. If we are meditation practitioners, we need to release ourselves from this emotion. Und wenn wir Meditation praktizieren, dann müssen wir uns aus diesen Gefühlen, von diesen Gefühlen heraus entspannen. Because once you become aroused, denn wenn man so erregt wird, you lose your equanimity, dann verliert man seinen Gleichmut, and you lose your clarity, verliert seine Klarheit. And then it's very easy to think these are bad people doing bad things. Und dann ist das sehr leicht zu denken, da sind doch schlechte Leute, die schlechte Sachen tun. There are no bad people. Es gibt keine schlechten Leute. Excuse me, but there is the play of the patterns of the 5 poisons and karma. Aber es gibt das Spiel der Muster der 5 Gifte und Karma. And of course, if you get too immersed in it, at a certain point, you burn up and burn out, and then you cut off. Und natürlich, wenn man da zu sehr sich da reinbegibt und davon überwältigt wird, an einem bestimmten Punkt hat man Burnout und hält sich dann ganz davon fern. Then is the question, is it still possible to have a guru-student relationship today? Die nächste Frage ist es weiterhin möglich, eine Guru-Schüler-Beziehung dieser Tage zu haben? The social structure that we live in is not similar to a theocratic country like Tibet or a very vast nature-filled country like ancient India, where there were many yogis in the forest. Also die Struktur unserer Gesellschaft heutzutage ist ja nicht so wie eine theokratische Gesellschaft, die theokratisch strukturiert ist, wie Tibet das war, oder eine, die mit Natur und gefüllt ist, wo viele Yogis waren, wie damals in Indien. The main basis for such a guru-student relationship is capacity in the guru and faith and openness to learn in the student. Die wichtigste Grundlage für eine Beziehung zwischen Guru und Schüler ist die Fähigkeit des Guru und die Offenheit und Rezeptivität des Schülers. In countries like Tibet, people could have 10, 20, 100 gurus. In Ländern wie Tibet hatten Leute 10, 20 oder 100 Gurus. One of these would be called the root guru because he would be or she would be the main person who would
show the person the structure of their mind. Einer davon war ein Wurzelguru, weil das war die hauptsächliche Person, die mit der Struktur des Geistes zu tun hatte. Oh, that's the main point. If you come to study Dzogchen and you read the teachings or hear some of the teachings on tape and so on, you see that the main point is to find out what is your mind. Und das ist natürlich der wichtigste Punkt. Also die Struktur des eigenen Geistes zu erkennen, ist die wichtigste Sache, was unser Geist ist, was man im Dzogchen lernt. And the key point there is to shift from thinking, my mind is something I have, Und die Hauptsache darin ist, vorzugehen von der Idee, mein Geist ist etwas, was ich habe, to the direct revelation that my mind is the ground of I have. zu der direkten Wahrnehmung, zu dem Enthüllen, dass mein Geist der Urgrund dessen ist, was ich habe. I have, I am, this is me. These are patterns of energy arising and passing in the mind. Ich habe, ich bin, dies bin ich, das sind Muster der Energie, die im Geist auftauchen. It is as if they are pointing to some true essence of self. Es sieht so aus, als würden die auf eine wahre Essenz unseres Selbst hinweisen. But when you look again and again, you don't find any true essence of self. Aber wenn du wieder und wieder schaust, dann findest du gar keine wahre Essenz des eigenen Selbst. The continuity of the sense of self is the continuity of belief in the sense of self. Die Kontinuität unseres eigenen Gespürs für uns selbst ist die Kontinuität unseres Glaubens an unser Selbst. So, generally speaking, our practice begins with taking refuge. Also im Allgemeinen sagt man, dass unsere Praxis mit Zufluchtnahme beginnt. I'm going to rest my life on Buddha, Dharma, Sangha, and so on. Ich werde zur Grundlage meines Lebens Buddha, Dharma und Sangha machen. This brings about a decentering of I, me, myself. Und das führt mit sich, dass dieses Ich, mir, mich von dem zentralen Punkt verschoben wird. When you have devotion and you have your faithful heart and you open to the Buddha or to the Guru and the deities, the Dakinis and so on, Also wenn man Hingabe hat und wenn man mit vollgläubigem Vertrauen sich dem Buddha oder dem Guru, den Devas oder den Dakinis öffnet, I want to be with you. ich will mit dir sein. You are liberation itself. Let me be close to you. Du bist Freiheit selbst. Lass mich dir nahe sein. Then the ego self arises as an obstacle. Dann kommt das Ego selbst her als ein Hindernis. What about me? Was denn jetzt mit mir? So then you find that you get distracted in your meditation. Und dann wirst du sehen, dass du innerhalb deiner Meditation abgelenkt wirst. The distraction functions to keep installing the dualistic split of self and other. Und diese Ablenkung, die Funktion dieser Ablenkung ist es, diese dualistische Sicht von Ich und anderen aufrechtzuerhalten. So when we're talking about devotion or one-pointed, undistracted attention, Also wenn wir über Hingabe sprechen oder über Aufmerksamkeit, die auf einen Punkt zentriert ist, or merging into the heart of the visualized deity or the guru, oder das Verschmelzen mit dem Herz der visualisierten Gottheit oder dem Guru. these are all approaches to trying to repair the tear or split which installs self and other as opposites.
Und das sind alles Arten und Weisen, wie man versucht, diesen Riss oder diesen Schnitt zwischen selbst und andere, die als Gegenteile erscheinen, zu heilen, zu reparieren. Actually, this tear has never really occurred. Aber dieser Riss ist eigentlich nie vorgekommen. But if you believe in it, it functions to install the delusion of a split. Aber wenn du daran glaubst, dann fungiert er so, diese Verblendung, dieser Spaltung aufrechtzuerhalten. So, in the same way, we say all sentient beings have Buddha nature. Also auf die gleiche Art und Weise sagen wir, alle sinnlichen Wesen haben die Buddha-Natur. The true intrinsic value of all sentient beings is the same. Das wahre, ihnen innewohnenden Wesen aller fühlenden Wesen ist dasselbe. But if you have a belief in white supremacy, Aber wenn du eine Vorstellung, also einen Glauben zum Beispiel hat, dass Weiße besser sind als alle anderen, also weiße Hautfarbe, then you might believe that white people are intrinsically better than black people or Asian people. dann glaubst du vielleicht, dass weiße Menschen an sich einfach etwas Besseres sind als Schwarze oder Asiaten. You see that these different types of people have their own essences, their own defining qualities, and that some are higher up than others, some have more qualities than others. Man sieht dann eben innerhalb all dieser Wesen, dass sie Qualitäten haben, die sie ausmachen. Und die Qualitäten von manchen sind einfach wertvoller und besser und höher als die von anderen. So when you study the nature of cross-cultural interactions which have occurred, like from Asia to Europe and Europe to South America and Africa and so on, you see the tendency is always to look for a hierarchical schema. Also wenn man sich jetzt die Begegnung innerhalb von Kulturen, die ja über die Jahrhunderte vorgekommen sind, also von Europa nach Asien, nach Afrika und so weiter, dann sieht man, dass die Suche immer danach ist, irgendeine Art von Hierarchie zu formen. These are constructed interpretations, Das sind konstruierte Interpretationen. but they empower themselves by saying, no, we are the intrinsic truth. Aber die saugen Macht daraus aus der Tatsache, dass sie von sich selbst behaupten, ja, wir sind die wirkliche Wahrheit. And if you believe that kind of truth, of course, you become very stupid. Und wenn man diese Art von Wahrheit glaubt, dann wird man natürlich sehr dumm. Because you're merging your mind into a fixed proposition. Dann verschmilzt man seinen eigenen Geist in eine feste Vorstellung. So when we start to open to the different ways that different people behave, Also wenn wir uns dafür öffnen, für die verschiedenen Arten und Weise, wie verschiedene Menschen sich verhalten, we see an amazing variety of personality types, physical appearances, and so on. Dann sieht man eine große Spannbreite und Variation von Persönlichkeitstypen, von Art und Weise, wie körperlich Leute sich zeigen. And then you see that the ways in which you attribute aesthetic value to other human beings depends on your own cultural template. Und dann sieht man eben auch oder kann beobachten, dass die Art und Weise, wie man Wertigkeit zuschreibt, von den Vorstellungen unserer eigenen Kultur abhängt. Oh, in my lifetime, in the early 60s, the cult of very thin women started to manifest. Also während meines Lebens in den frühen 60er Jahren wurde der Kult der sehr dünnen Frauen angefangen.
a painter like Rubens would be amazed. Ein Maler wie Rubens wäre vollkommen verdutzt. How come this fleshless scarecrow is supposed to be attractive? Wie kann das sein, dass dieses Gitter, was da so kein Fleisch dran hat, attraktiv sein? How is a woman without an arse a woman? Wie kann eine Frau ohne einen Po eine Frau sein? So then we see these are cultural modes of interpretation. Und dann erkennen wir, das sind kulturelle Arten und Weisen, etwas zu sehen und zu interpretieren. We are each of us born into particular periods of culture which have their own hierarchies of assumption. Wir werden ja in bestimmte Phasen der Kultur hineingeboren, die selber dann jeweils ihre eigenen Hierarchien von Annahmen und Wertigkeiten haben. So in this time, in terms of the guru, the main function is to learn to read the world. Also in dieser Zeit, in Bezug auf den Guru, ist die größte, wichtigste Sache, die Welt lesen zu können. Most people not living in Asia or in traditional Buddhist countries don't have much time or perhaps even interest to deeply study traditional Buddhist texts. Die meisten Menschen, die nicht in Asien oder in traditionellen buddhistischen Ländern leben, haben weder Interesse noch wahrscheinlich Zeit, sich viel in Tiefe mit buddhistischen Texten zu befassen. This is not a major problem Das ist nicht wirklich ein großes Problem, because Buddhism or Dharma is not a dogmatic system. denn Buddhismus oder der Dharma ist nicht ein System von Dogmen. It's not starting with dogmas and beliefs that you have to sign up to. Es fängt ja nicht an mit Dogmen oder Glaubenssätzen, die man irgendwie adoptieren muss. In fact, it's saying the opposite. Und man könnte sogar sagen, das ist das Gegenteil. Don't mix your perception with your belief. Lass deine Wahrnehmung nicht mit deinem Glauben gemischt sein. The more you can identify your cultural beliefs, your gender beliefs, your sexual orientation beliefs, and so on, Je mehr man klar sehen kann, welche Glauben man hat von der Kultur her, von unserem Geschlecht her, von sexueller Orientierung her, then it's like taking off a whole range of distorting glasses. dann ist das so, als würde man lauter Brillen abnehmen, die uns nicht klar haben sehen lassen. Then you start to have a more precise, accurate perception. Und dann hat man eine präzisere und wahrere Wahrnehmung. Oh, if you study culture, history, just how people are in cafes or walking down the street, if you look clearly, you will start to see them manifesting Dharma truth. Also wenn man Kultur studiert oder Geschichte studiert oder einfach Menschen zusieht, wie sie im Café sind oder wie sie auf der Straße sind, dann kann man sehen, wie sie dharmische Wahrheiten manifestieren und zeigen. And if you find yourself suddenly caught up in a strong judgment about how other people are behaving, Und wenn man plötzlich merkt, dass man ein großes, starkes Urteil darüber hat, wie irgendjemand sich benimmt, then if you can recognize that, then you can see how blind your judgment makes you. dann kannst du auch erkennen, wenn du das erkennen kannst, dann kannst du auch sehen, wie blind dich dein Urteil macht. Judgment is a dark illumination. Urteilen ist wie eine dunkle Erhellung. It seems to be bringing clarity, letting you see more clearly, but actually it's wrapping what is there in front of you inside this belief system which you already have.
Es kommt dir so vor, als würdest du etwas klar sehen und genau sehen, aber eigentlich, was es tut, ist, das umwickelt das, was wahrnehmbar ist in deinen Glauben und deine Ideen. The non-separation of subject and object is a dynamic, ever-shifting field of illumination. Die Nicht-Trennbarkeit von Subjekt und Objekt ist eine dynamische, ähm, immer sich bewegende Feld der Entfaltung. So, in the modern sense, the guru or the teacher can help you perhaps to learn how to see. Also in dem modernen Sinne könnte man vielleicht sagen, der Guru oder der Lehrer kann dir zeigen, wie du oder helfen, wie zu sehen, wie du sehen kannst. But that's not a very good way to express it, because in fact, you're not learning how to see, but you're learning how to not be blind. Aber das ist auch eigentlich keine gute Art und Weise, das zu beschreiben, denn was du lernst nicht zu sehen, sondern du lernst, wie du nicht blind sein kannst. The capacity for pure perception is intrinsic to the mind itself. Die Fähigkeit der reinen Wahrnehmung ist dem Geist selber innewohnend. The obscuring delusions that we are often caught up in have a beginning. They are not from the very beginning, they are created by other patterns of thought. Die Dinge, die unseren Geist verdunkeln oder die im Wege stehen, haben einen Anfang. Also die sind nicht anfangslos. Das heißt, sie sind kreiert, die werden geschaffen von bestimmten Mustern. So the more you see, the more you see that you don't see. Also je mehr du siehst, umso mehr siehst du, wie du nicht siehst. And you start to see how lazy you are, Dann sieht man auch, wie faul du bist. how simple it is just to pull up an assumption, something you have already developed a belief in, and push it through as if it was the truth of the situation. Wie leicht es scheint, eine Annahme rauszuziehen, etwas, woran man sowieso schon glaubt und das der Situation dann überzustülpen. This is the falsity of the ego, that it pretends to see when it simply believes. Das ist die Falschheit des Ego, dass es vortäuscht zu sehen, wenn es doch eigentlich nur glaubt. Oh, this is our path, to not be carried away by the familiar contents of the mind, so that they are thinned of their intensity. Also das ist unser Pfad, uns nicht wegtragen zu lassen von den gewohnheitsmäßigen Inhalten unseres Geistes, sondern das ausdünnen zu lassen. And then the teachings of Dharma are self-proving. They are obvious as we are more and more at home in the simple truth of how it is. Und dann sind die Wahrheiten oder die Lehren des Dharma, die zeigen und beweisen sich von selbst, da wir uns immer mehr zu Hause fühlen in der einfachen Art und Weise, wie die Dinge sind. Okay, so that's our time for today. Okay, so viel Zeit haben wir für heute jetzt zusammen. We have a few more Wednesday evening meetings, Wir haben noch einige Mittwochabende zusammen. and there is a meeting in May with Italian translation, Und dann ist im Mai ein Treffen mit italienischer Übersetzung. as well, I think, as Spanish and Portuguese. Und ich glaube auch Spanisch und Portugiesisch. And then some new activities will manifest Und dann werden sich einige neue Aktivitäten auch zeigen, when I am refreshed by the spring. wenn ich von dem Frühling erfrischt sein werde. So, have a good evening, and we'll perhaps meet again. Habt einen schönen Abend und ich hoffe, wir werden vielleicht uns wiedersehen.
So thank you to our translators and the organizers, and the tape will be available soon. Danke Thank an you. unsere Thank you, James. Brother James. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Ciao. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. Bye bye.